Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man eine Manipulation mit Affinity Photo erstellt. Ich habe mir 2 Fotos ausgesucht, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Im Vorfeld habe ich mir schon den Schwimmer so positioniert, wie ich ihn brauche, habe jetzt aber das Problem, dass rechts und links etwas Wasser fehlt. Das werde ich mir erstmal bauen. Zunächst, bevor ich anfange, muss ich diese Schwimmerebene duplizieren mit Command und J. Kann ich auch gleich wieder deaktivieren. Warum ich das mache, erzähle ich nachher. Jetzt also auf diese Ebene und etwas Wasser bauen. Dazu eignet sich das Rechteck-Auswahlwerkzeug. Ich gehe einfach über diesen Bereich, den ich brauche, gehe dann auf Verfeinern. Dann wird mir hier unten angeboten, wie ich es auswerfen will, nämlich als neue Ebene. Das mache ich mal. Es wird mir standardmäßig der darunterliegende Schwimmer ausgeblendet. Macht nichts, sofort wieder einblenden. Bleibe auf dieser Wasserebene, klicke wieder Command und J, um es zu duplizieren und ziehe mir das einfach jetzt mal hier rüber. Dann habe ich jetzt erstmal für diesen Bereich auch Wasser, was aber nicht so passt. Hier ist es unruhiger als dort. Deswegen glaube ich, passt es besser, wenn ich es vielleicht erstmal horizontal spiegeln werde. Jetzt geht es schon ein bisschen besser. Mal so rüber. Ich kann es auch ein bisschen transformieren. Das gleiche mache ich hier mal auch. Ziehe es noch ein bisschen rüber. Versuche gleich so ein bisschen schon mal auf die Übergänge zu achten. Jetzt habe ich grundsätzlich alles mit Wasser gefüllt, aber das Wasser überdeckt die Straße. Es wird nicht eins. Das heißt, dazu muss ich jetzt mir was einfallen lassen und das geht mit dem Blendenmodus. Ich werde also diese 3 Wasserebenen gemeinsam markieren und drücke dann Command und J, um die als Gruppe zusammenzufassen. Die nenne ich jetzt mal Schwimmer und gehe jetzt auf den Blendmodus von Transfer. Kann man probieren, was am besten passt. Bei mir habe ich probiert, funktioniert hartes Licht am besten. Jetzt kommt die Fahrbahn hier wieder so ein bisschen durch. Jetzt passen hier die Übergänge nicht. Darum kümmere ich mich, indem ich auf die Schwimmerebene gehe, dort eine Maske erstelle, gehe auf die Maske, nehme mir einen schwarzen Pinsel mit B und gehe jetzt so ein bisschen über diese Übergänge hier mit weicher Kante und geringer Deckkraft und versuche mir das hier so ein bisschen anzupassen. Das gleiche mache ich mal auf dieser Ebene, ebenfalls eine Maske und hier vorsichtig rüber. Damit könnte man sich jetzt durchaus noch ein bisschen aufhalten. Ist noch nicht optimal, aber nur um es zu zeigen. Insgesamt ist jetzt viel zu viel Wasser vorhanden. Hier oben brauche ich kein Wasser. Den werde ich jetzt auch ausblenden, indem ich auf die Gruppe eine Maske lege. Und das diesmal mit voller Deckkraft ausblende. Weicher Pinsel. Und jetzt erstmal hier über das ganze Grün rüber, da gehört kein Wasser hin. Und jetzt ist dann eben individuell, wie man meint, wo der Übergang sich befinden soll, maskiert man es dann weg. Jetzt stimmt die Farbe nicht, das Wasser ist viel zu blau, also gehe ich wieder auf diese Gruppenebene und ziehe mir das Blau raus. Mit der Anpassungsebene HSL, da markiere ich mir mal in dem Fall Cyan, mal sehen, ob das reicht, und entsättige den Cyanton. Ja, das reicht schon. Wenn nicht, könnte ich noch das Blau nehmen. Das auch entsättigen, aber dann wird es mir fast schon zu schwarz-weiß. So ein bisschen Blau, ein bisschen Cyan raus und schon passen die Farben. Aber jetzt ist der Schwimmer transparent. Und da kommen wir wieder auf die anfangs duplizierte Ebene zurück. Die ist ja noch da. Jetzt habe ich die allerdings hier voll rüber geknallt. Braucht das alles gar nicht und werde deshalb das Ganze nun maskieren. Maske drauf. Die Maske invertiere ich mal, damit es überhaupt gar nicht zu sehen ist. Nehme mir aber jetzt einen weißen Pinsel und male mir dann den Schwimmer wieder hinein. Ziehe ich mal ran und male mir hier diesen Arm wieder hinein. Die Straße hier nicht durchscheint. So, das war's. So sind die einzelnen Arbeitsschritte bei dieser Manipulation. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.